Attention! This audio file is spectrum optimized. Headphones are recommended for optimal quality. To hear only essential syncs, just pick up the right part of your headset. On the left part, background sounds are played. Thank you. Radio Vaticana di domenica. Buongiorno con Radio Vaticano, grazie di aver riacceso. Guten Morgen mit Radio Vatikan. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute beschäftigen wir uns mit den Vatikanischen Gärten. Zuerst gibt uns unser Reporter einen kleinen Überblick, dann hören Sie Experten und schließlich haben wir Touristen befragt. Sie hören 93.3 Radio Vatikan am Sonntag. Radio Vaticana di domenica. Die Vatikanischen Gärten. I giardini vaticani sono un giardino. Die Vatikanischen Gärten sind eine Gartenanlage, die mit 22 Hektar, also 200.000 Quadratmetern, das halbe Staatsgebiet des Vatikans einnehmen. Sie bestehen, wie viele große Gärten, aus mehreren kleineren Gärten in unterschiedlichen Stilen. Die Gärten wurden erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt. Sie besaßen zuerst rein wirtschaftlichen Nutzen. Mit Anbau von Nutzpflanzen versorgte sich der Vatikan zum großen Teil selbst. Diese wirtschaftliche Funktion verloren sie im 15. Jahrhundert, wo sie nunmehr zu einem Garten der Erholung wurden. Aus dem Bracciano-See in 40 Kilometer Entfernung wurde Wasser für die Springbrunnen herangeführt. Während im 17. Jahrhundert der Garten zu botanischen Zwecken ausgebaut wurde, durchlebte er im 19. Jahrhundert eine Umgestaltung zum englischen Landschaftsgarten. Die Vatikanischen Gärten werden von der Leonidischen Mauer umschlossen und beinhalten den Vatikanischen Hügel, der mit 60 Metern der höchste Berg des Vatikans ist. Der Garten ist zum großen Teil von Menschenhand gestaltet und von einem dichten Wegenetz durchzogen. Für Besucher ist er normalerweise nicht zugänglich. Radio Vaticana di domenica. Interview. Con me ora è il signor Giardiniere. Bei mir ist jetzt Herr Giardiniere, ein Experte für die Vatikanischen Gärten. Herr Giardiniere, was können Sie uns zum Garten berichten? Die Diversität dieses Gartens ist unbeschreiblich. Von einfachen Grünflächen über dichte Wälder bis zu einem eigenen Helikopterlandeplatz. Im Park wächst Eukalyptus, Platanen, Palmen und mehr. Ebenso gibt es eher exotische Pflanzen. Australische Aurakarien, Magnolien, chinesischer Jasmin und Phönixpalmen. Einige der wichtigsten Gebäude sind das Kloster Mater Ecclesiae, die schon erwähnte Leonidische Mauer, der Turm der Winde, der Heliport, der den Vatikan mit den beiden römischen Flughäfen verbindet und auch ihre Redaktion, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Sie haben ja schon gesagt, dass der Garten aus vielen Teilen besteht. Es gibt beispielsweise einen italienischen Renaissancegarten, einen französischen und einen amerikanischen Garten, genauso wie einen englischen Landschaftsgarten. Grazie, signor. Vielen Dank, Herr Giardiniere. Frau Histoire wartet schon darauf, uns etwas zu einigen Gebäuden zu erklären. Droit, ces bâtiments sont incroyablement intéressants. Richtig, diese Gebäude sind einfach unglaublich interessant. Da wäre zum Beispiel das Kloster Mater Ecclesiae. Der Name ist Latein für Mutter der Kirche. Es wurde 1994 eingeweiht und wird von Ordensfrauen betrieben. Dabei hat es zwei ganz interessante Eigenschaften. Die Ordensfrauen wechseln sich alle 5 Jahre ab, das heißt, alle 5 Jahre übernimmt ein anderer Orden das Kloster. Das ist bis jetzt einzigartig. Zum anderen wohnt dort der emeritierte Papst Benedikt XVI. Die Nonnen, die hier leben, beten übrigens nicht nur, sondern versorgen mit ihrem kleinen Abschnitt des Gartens den Haushalt des Papstes. Der Turm der Winde ist die ehemalige vatikanische Sternwarte. Sie ist 73 Meter hoch. Erbaut unter Gregor XIII. 1578, diente sie nicht nur für Sternbeobachtung und Windmessung, sondern war auch ein wesentlicher Teil in der gregorianischen Kalenderreform. Geschichte kann doch unheimlich interessant sein, oder? Ich habe auch zu ihrem Redaktionsgebäude recherchiert. Radio Vatikan war von 1931 bis 2017 der vatikanische Auslandssender, richtig? Jetzt ist er in das Vatikanische Kommunikationssekretariat eingegliedert und in die Vatikan News integriert. Begonnen hat dieses Radio mit einer Rede durch Papst Pius XI. Und wurde in der Form beendet durch Papst Franziskus Reformen. Cette radio a commencé pour un discours du pape Pie XI et s'est terminée par la réforme du pape François. Grazie per... Vielen Dank für all die detailreichen Informationen.
Wir haben jetzt für Sie einige Meinungen von Touristen zusammengestellt. Radio Vatikan. Meinungen. Was hat Ihnen an Ihrem Besuch in den Vatikanischen Gärten besonders gefallen? Also, ich fand besonders interessant, dass der Vatikan so selbstständig ist. Ich hätte nicht erwartet, dass so ein kleiner Staat hier einen eigenen Bahnhof, einen Gerichtshof und einen Helikopterlandeplatz hat. Vom Petersdom hat man ja überall schon mal was gehört, aber dass es hier noch so viel mehr gibt, das hätte ich nicht gedacht. Also, das fand ich auch schon ganz schön interessant. Ich mochte die Ruhe im Park, weil nur eine kleine Personengruppe in diese Gärten darf und nur mit Führung ist es dort so schön ruhig, mitten in dieser lauten Stadt. This is the second greatest country in the world after America. They have all the best gardens and they are great. They should let more tourists in to make the economy great again. Maybe we should build a huge Trump Tower in here. Ich komme aus Deutschland und finde es sehr interessant, dass in den Vatikanischen Gärten ein kleiner Ausschnitt der Berliner Mauer steht, gestaltet von Jadra Assisi. On the one hand, the crisis revealed that there is a need for more governmental regulation. On the other hand, we have to find a way of drastically limiting the governmental interference into economic activities, since they would otherwise cause a permanent impairment of the growth drivers for free market economy. Das war nicht gefragt, Herr Oettinger. Mich hat die Schweizer Garde beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich als Wachposten eingesetzt werden. Ich dachte, das ist ja eine Show. All diese schön exotischen Pflanzen und die Ruhe. Herrlich. E questa è la fine del programma di oggi. Und damit beenden wir die heutige Sendung. Ich hoffe, wir konnten Ihr Interesse für diese wunderschönen Gärten wecken. Und denken Sie daran, wenn Sie uns besuchen möchten, müssen Sie rechtzeitig reservieren. Das war Vatikan am Sonntag. Wir wünschen einen schönen Tag und hoffentlich schalten Sie bald wieder ein. E speriamo di riaccenderla. Radio Vaticana di domenica.